Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Heute Abend auf dem roten Sofa. Scooter ist die einzige deutsche Band, die es geschafft hat, tatsächlich mehr als 20 Top-10-Hits zu landen. Party lautet das Motto. Millionen Fans in der ganzen Welt rasten aus. Und in einer Woche geht es mit Scooter auf große Tour. Und zwar in die großen Konzerthallen. Scooter-Sänger Hans-Peter Gerdes oder eben H.P. Baxter. Heute Abend auf dem roten Sofa. Hallo. Das klingt so sittlich, so dieses Hallo, ganz sympathisch, ganz ruhig. Ja, wir werden natürlich auch viel über Party und über Scooter reden heute Abend. Ja, und Sänger ist eigentlich das falsche Wort im Grunde für dich, HP. Ja, also genau genommen nennt man das, was ich mache, MC, also Master of Ceremony. Ich begleite die Musik durch Shouts, durch Anfeuerungsrufe fürs Publikum, durch so fast schon Rap-Einlagen. Also gibt selten, habe ich damals so inspiriert durch die englische Szene eigentlich versucht und bin dabei geblieben, und das ist so unser Markenzeichen. Also ein bisschen so der Commander of Party, kann man im Grunde fast sagen. Disaster, Master of Disaster. Und du hast vorhin schon gesagt, du bist sehr froh, dass ich heute Abend kein Megafon auf dem roten Sofa mit dabei habe. Das stimmt, weil das fällt immer sehr vielen Menschen ein, wenn man so in irgendwelchen Shows sitzt, wollen wir das nicht mit einem Megafon machen. Genau genommen haben wir nur einmal ein Megafon eingesetzt bei einem Song. Das ist meistens nämlich so ein Mikro, sieht aus wie eine Fahrradlampe, hat so einen leicht angezerrten Sound. Und das macht eigentlich so diesen Klang aus und gar kein Megafon. HP ist gar kein Künstlername im Grunde von dir, sondern das ist tatsächlich ein Relikt, hat gar nichts mit der Musik zu tun. Ein Relikt aus der Schulzeit noch, wie ist das entstanden? Ja, das ist ja Abkürzung für Hans-Peter, wie man ja weiß. Und mein Chemielehrer seinerzeit hat mir diesen Namen verpasst. Und da war ich auch eigentlich ganz froh, weil das haben dann irgendwann die anderen Schüler so übernommen. Und das fand ich wesentlich cooler als Hans-Peter oder Hansi. Oder klar, ich meine, das in der Schule, hey, HP, komm mal rüber. Dann habe ich mir noch ne? so den Namen Baxter damals zugelegt. So, da ging ja dann so Zeitungen rum, hier für die Abi-Zeitung, so Listen, was man werden will. Habe ich gesagt, ja, ich will so Sänger, Popstar werden. Ja, wie nennst du dich? Ja, HP heiße ich ja schon. Und dann hat eine Mitschülerin gesagt, nenn dich doch Baxter. Und das fand ich irgendwie passend. Da habe ich so, okay, HP Baxter ist doch cool. Verbundenheit zur Schule, Verbundenheit zur Lehre hast du auch immer noch, denn du hast, ja, ich sag mal so, ein sehr traditionelles Leben zu Hause auch. Und du hast uns was mitgebracht von also dir ich zu liebe Hause. die Gegensätze. Und wenn ich so richtig schön zu Hause in aller Ruhe bin, trinke ich gern Tee. Und da bin ich so meinem Ostfriesentee treu geblieben. Also da kommen auch immer Care-Pakete aus Ostfriesland, damit ich den richtigen Tee habe. Ehrlich? Den gibt's hier nämlich so. Guck mal, das ist alles original hier. Ja. Guck dir das mal an. Ich habe mein ganzes Haus ausgeräumt. Wir werden das mal so ein bisschen hier drapieren und werden nachher noch sozusagen eine ostfriesische Teezeremonie zelebrieren. Auch ein bisschen über deine anderen Hobbys sprechen. Vor jedem Auftritt habe ich gelesen, so Konzertauftritt vor Tausenden von Menschen. Du bist schon so lange im Geschäft, bist immer noch so aufgeregt. Naja gut, bei Shows jetzt ist natürlich ein bisschen Routine schon da, aber so direkt vorm Auftritt brauchen wir so eine Stunde, um uns zurückzuziehen, sich zu sammeln, ein bisschen so in die richtige Stimmung zu kommen. Das geht eigentlich. Also oft bin ich aufgeregter, wenn es um so Talkshows oder so geht, wo man nicht genau weiß, was passiert jetzt. Auf der Bühne kenne ich mich ganz gut aus und das geht eigentlich. Oh, du, wir haben noch einiges an Überraschungen heute Abend. Also da wird auch noch mal ein bisschen was mit der Vergangenheit vielleicht aufblitzen heute möglicherweise. Na gut, so langsam an nach Ostfriesen-Tee zu riechen. Genau, der ist jetzt auch eigentlich schon gut. Ist schon gut? Ja, so 3,5 Minuten, 4 Minuten. Sonst ist er zu stark und dann kommen so die Bitterstoffe durch. Und das wollen wir ja nicht. Das ist dann nicht so gut. So, wir haben auch noch einen Moment Zeit. Stellen wir mal aufs Stöfchen drauf, dass er auch schön heiß bleibt. Können wir gleich genießen mit dem Original. Das ist echt toll, diese Tassen hier. Ja, die Ostfriesenrose, ne? 25 Millionen Tonträger habt ihr verkauft mit Scooter. Ist ein sensationeller Erfolg. 2008, glaube ich, war wahrscheinlich die wertvollste Zeit für euch, oder? England auch? Genau, also das kam auch ziemlich überraschend. Wir hatten so zu Beginn unserer Karriere schon viel in England gemacht und waren auch öfter mal in den Charts, aber dann war so ein paar Jahre nicht viel passiert. Und mit dem Album Jumping All Over the World ging das plötzlich völlig durch die Decke. Waren wir dann auf Platz 1 und ja, das war schon ein tolles Erlebnis. Sozusagen. Madonna sogar verdrängt von den englischen Charts. Ja. Ne? Also wer ist Madonna? Hier ist Scooter. Ich meine, so kann man es ja eigentlich sagen. Nö, aber das war super und wir sind jetzt dieses Jahr auch wieder in England, versuchen jetzt mal mit dem
nächsten Album da irgendwie dran anzuknüpfen. Das ist immer sehr unberechenbar. Also das Mal läuft super, dann ist man plötzlich wieder abgemeldet, aber wir bleiben dran. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit zwischen Scooter und Vicky Leandros? Also ich hatte den Song, das Original, im Radio gehört und dachte, Mensch, tolle Melodie. Und Vicky kannte ich ja nun schon. Und da habe ich sie einfach mal angerufen, gefragt, sag mal, könntest du dir das vorstellen? Und Vicky ist ja wirklich cool drauf, ne, muss man sagen. Die ist also sehr offen für alles und total locker. Und ja, da haben wir das ausprobiert. Sie war bei uns im Studio. Sie hat das nochmal neu aufgenommen. Und das fand ich auch so cool. Das waren wirklich so 1, 2 Takes. Ne? Man stellt die Frau ins Studio, das Playback geht ab, sie singt und das sitzt. Also da war nichts mit groß rumschnippeln und noch 5-mal singen. Also war echt gut. Naja, da haben wir noch ein Video zusammen gedreht und klasse. Was sagen denn die Fans dazu? Das ist ja schon so ein bisschen was Ungewöhnliches. Schlager trifft Techno. Ja gut, also die fanden es super. Solange der Beat stimmt, sind die eigentlich zufrieden. Also gefährlich wird's, wenn man mal was ganz anderes ausprobiert, was so ein bisschen langsamer ist oder einen anderen Groove hat, dann geht's los. The Big Mashup, zeig ich mal eben hin, das ist das aktuelle Album von Scooter, so sieht's aus. The Big Mashup, natürlich auch hier, dieses übrigens Sonderedition mit DVD auch noch drauf und natürlich auch Vicky Leandros, L'amour c'est bleu. Mit wie viel Beats per Minute insgesamt? Das müssten so 150 sein. Also das ist so Hardstyle-Tempo, geht schon gut los. Das hätte sich Vicky Leandros auch nicht träumen lassen, dass sie nochmal mit so vielen Beats irgendwie durch die Gegend haut. Das mit den Haare blondieren bei dir, HP, wie oft musst du da zu Gange sein? Alle 2 Wochen. Das gibt im Moment allerdings ein Problem. Das Produkt, was ich seit 12 Jahren benutze, wurde eingestellt. Oh, shit. Und jetzt hat mein Tourmanager schon in ganz Deutschland rumtelefoniert, bei den gängigen Firmen, Garnier, Weller, überall angerufen. Aber das gibt's so nicht mehr. Das konnte man so schön selber zusammenmischen. Und im Moment weiß ich nicht, vielleicht habe ich demnächst braune Haare. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist ja ganz gefährlich. Man kann ja beim Blondieren möglicherweise auch einen kleinen Orange-Stich bekommen. Aber wir haben ja den Experten hier sozusagen für blondierte Haare im Studio. HP, du hast ihm gerade noch gesagt, wenn es mal orange-stichig geworden ist, da hilft nur eins. Also es gibt so einen Silberschaumspülung, Festiger und das nimmt so diesen Gelbstich raus. Sag mal, welche Ausgangsfarbe hast du eigentlich? Also weißt du, hast du schon Ja, vergessen? Das ist ja schon, ich weiß nicht, weit über 20 Jahre her. Ich habe das ja schon lange vor Scooter eigentlich blondiert. Und Originalhaarfarbe ist so aschblond, im Volksmund auch Straßenköterblond. So ein bisschen so wie ich wahrscheinlich. Irgendwie So, ja, leicht undefinierbares die Richtung. Blond. Ne? Du hast dich ja auch schon Haare blondiert, damals in Leer, während der Schulzeit. Ein bisschen geschminkt hast du dich auch schon. Bisschen ist gut, das war schon extrem. Das war ja So dick mit Kajal und so. Ja, ne? die Zeit war ja so, ne? So diese New Wave-Ära. Wolltest du da so auffallen in Leer? Ich meine, das kriegt man ja schon mit. Denn, ne? Ja, das war so eine Mischung aus Rebellion, so ein bisschen auch mal im Mittelpunkt zu stehen. Dann so dieses Zeitgefühl mit der Musik. Man hat so Depeche Mode gehört, The Cure und so diese ganzen Sachen. Und da passte das einfach und man fühlte sich so, ja, toll. Abi gemacht, trotzdem, ne? In Leer, ganz Ja, logisch. easy going sozusagen. Und dann wolltest du eigentlich erst Jura studieren und hast dann über die ZVS, oder weißt du über ZVS? Oder? Ja, nee, es war eigentlich so, ich wusste schon, ich will Musik machen, nur das konnte ich meinen Eltern schwer beibringen. Die haben gesagt, nö, du musst schon irgendwie eine Ausbildung oder so. Und allein, um irgendwie in der Großstadt Fuß zu fassen, habe ich mich erstmal an der Uni eingeschrieben und hatte so schon gleich die Absicht, eigentlich Ausbildung zu machen, weil das dauert nicht so lange. Da dachte ich so 2,5 Jahre und dann nur noch Musik. Und so habe ich es dann auch gemacht. Großstadt heißt in dem Fall Hannover. Hannover, da gab es ja. eine juristische Fakultät. Als Einstiegsgroßstadt gut. Und übrigens, Hannover war auch musikalisch für Techno zum Beispiel in der zu den Zeiten eigentlich fast schon eine Hochburg, ne? Neben Frankfurt. Auf jeden Fall. Also das hat auch maßgeblichen Einfluss gehabt, so die ganze Szene, auf das, was wir dann gemacht haben mit Scooter. Weil da gab es diese riesen Rave-Veranstaltungen Anfang der 90er. Also echt eine tolle Zeit und da hat man wirklich sich so, ja, diese ganze Begeisterung mitbekommen. Wir haben ja vorher andere Musik gemacht und ab dann eigentlich nur noch so in diese Richtung produziert. Ja, andere Musik ist überhaupt das Stichwort. Celebrate the Nun hieß deine Band, sozusagen die erste Band, die du aber schon mit Rick Jordan gemacht hast, ne? Ja, mit Rick bin ich ja jetzt schon, hatten wir letztes Jahr Silberhochzeit, 25 Jahre zusammen quasi. Der ne? Hammer, ehrlich. Pass auf, ich habe noch ein paar andere Fotos. Schön. Oh Mist, jetzt fällt dir was runter. Hast du mitgebracht? Ja, hier, das fällt man schon beachte den auseinander. orangen Passat hier im Hintergrund. Ja. Auch hübsch. Das war allerdings eine Perücke hier. So, guck mal hier, wo haben wir es? Spiegel. So, guck mal hier, da ist der orange Passat, kann man noch sehen. Ja. Celebrate the Nun. Wahnsinn. Warum hat das denn eigentlich nicht? Erzähl mal weiter. Aber warum? das fand ich gut hier.
Da sehe ich doch cool aus. Ja, super. Super. Ich meine, also da Da sind die meinte ein Mädels. Kumpel zu mir, du siehst aus wie ein explodierter Wellensittich. Warum hat es eigentlich nicht geklappt mit dem Popstar werden? Ja gut, das war so diese etwas naive Sturm- und Drangzeit. Wir dachten so, naja, man zieht sich wild an, macht so ein bisschen rum und wird gleich berühmt. Das hat dann ja 8 Jahre haben wir das versucht mit Celebrate the Nun, hatten diverse Bewerbungsdemos weggeschickt und so. Haben auch einen Plattenvertrag irgendwann bekommen und dachten, jetzt haben wir es geschafft, aber leider wollte das niemand so richtig hören. Und ich glaube, wir waren auch mit der Musikrichtung einfach zu dem Zeitpunkt zu spät. Also das war schon durch. Und das war dann eben anders bei Scooter. Da ging das gerade los und man war so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist so plötzlich im Grunde so ein Abfallprodukt gewesen von Celebrate the Nun, oder wie ist das mit Scooter denn? Nee, also wir haben danach wirklich einen Break gemacht. Ich bin dann nach Hamburg gezogen, habe in einer Schallplattenfirma angefangen zu arbeiten und habe da Jens Thiele auch kennengelernt, der bis heute bei uns im Team ist und so die Business-Sachen macht. Ja, und dann haben wir erst so Remixes gemacht für andere Künstler. Daraus ist irgendwann so ein Projekt entstanden mit eigenem Material und das haben wir dann so Scooter genannt und ja, dann ging das mit Hyper ziemlich kometenhaft los. H.P. Baxter, Sänger von Scooter, Schauter von Scooter, der MC von Scooter, der Techno-Gott, kann man ja fast schon sagen. Oha, ja, Ja, wenn oder? man so will. Wenn man so will, das werden bestimmt viele sagen. Jetzt denkt man, wie sieht's bei dem eigentlich zu Hause aus? Wie viele zuckende Lichter begegnen einem, wenn man da in dieses Einfamilienhaus hineinkommt? Ja, eher weniger, wie ich anfangs erwähnte. Ich brauche immer so Gegensätze, sonst wäre mir das alles zu langweilig. Und ich habe zu Hause eher so Englisch, bisschen oldschool, klassisch und ja, so gemütlich mit Kamin und alten Möbeln. Und eben auch mit Ostfriesentee? Genau. Also Fast richtig- jeden Abend mache ich das. Wenn ich nach Hause komme, so ganz entspannt aufs Sofa und Komm, erstmal wir können Tee ja mal, du trinken. hast ja das hier schon richtig, du hast ja auch hier die Milch untergehoben, wie man das eben richtig macht. Ne? Ja, mit also das ist einem auch Sahne. Schwengel hier, in Sahne, ne? Genau. Und dann, ja, wie gesagt, das Wasser war nicht ganz heiß genug, aber Ja, sag mal, das merkt doch keiner zu Hause. Das ist okay, ne? Ja, pass auf, ich mach das immer so. Oh, ist das heiß. Boah, ist das heiß. Fast verbrannt. Und jetzt haben wir hier auch noch diese schönen Kekse dazu. Ja. Aber viele kennen das ja gar nicht. Also für mich ist das ja, ich bin damit aufgewachsen und ich habe oft, wenn Leute, selbst in Hamburg oder so, die bei mir mal sind zum Tee trinken, die wundern sich, Mensch, das schmeckt ja richtig gut, weil Ja. kaum jemand macht das ja so mit Candies, Sahne und dann diese Ostfriesen-Mischung. Das ist schon ein Unterschied, als wenn du dir da einfach so einen Beutel in so ein Glas reinschmeißt. Kann man überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Ne? Wobei es gibt eine kleine Änderung, glaube ich, bei dir zu Hause. Statt der Kekse isst du normalerweise Erdnussflips dazu. Also nicht zum Tee, danach dann. Wenn man So eine Sucht, der du im Grunde immer treu geblieben bist das über stimmt, die das Jahrzehnte stimmt. hinweg. Ja, ne? ja, wie ich war, leider. Wenn man dich so sieht, mit dem Foto von dir, sind wir mal rumgegangen in Norddeutschland, haben mal die Menschen gefragt auf der Straße, was glauben Sie eigentlich, was hat denn H.P. Baxter für ein Haustier? Oh, diese kleinen ein Frettchen vielleicht. Leguan. So einen kleinen Jack Russell, weiß nicht. Eher einen größeren Hund, den man auch richtig fest an der Leine führen muss. Ja, ein Dobermann. Auf jeden Fall vielleicht auch ein Kampfhund. Ach nö, der hat doch keinen Hund. Naja, er sieht so gefährlich aus. Der ist Künstler, der ist ewig unterwegs. Der hat gar keine Zeit für ein Haustier. Vogelspinne, ich sag mal Vogelspinne. Eine Schlange? Weil der auch so ein bisschen glatt aussieht. Oben der Kopf so. Was meinte denn die Dame jetzt damit? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht meinte die auch eine Vogelspinne oder so, dass die Vogelspinne darauf rumkrabbeln kann. Ja, also im Studio habe ich Fische und Also Zierfische, richtig wie bei uns hier im Aquarium quasi. Sowas in der Süßwasser, Richtung? genau, so Diskusbuntbarsche. Aber hatten wir mal einen Hund mit der ersten Frau, aber das ist wirklich so, der Mann hatte schon recht, man hat zu wenig Zeit. Also das finde ich dann auch Tierquälerei, wenn der Hund ständig nur irgendwo abgegeben wird oder stundenlang, tagelang zu Hause sitzt. Aber ich hätte gern einen Hund, vielleicht klappt das ja irgendwann. Und noch ein schönes Hobby hast du, du sammelst nämlich Oldtimer, vornehmlich englische Oldtimer, Jaguar, fährst selber auch einen. Ja, also das ist so meine Leidenschaft. Alte englische Autos, das fing an mit einem Mini Cooper, dann so über Jaguar E-Type, dann die alten Limousinen und da habe ich immer mal über die Jahre mal was gekauft, verkauft. Also ich bin jetzt nicht der typische Sammler, der irgendwann 50 Autos irgendwo stehen hat. Das übersteigt dann auch das Budget, vor allen Dingen, wenn man nicht selber schrauben kann. Das Schlimmste sind wirklich die Werkstattkosten. Die Anschaffung ist eigentlich das
geringste. Das ist das eine, aber wenn er denn fahren soll, auch muss er immer Ja, und das hört ja auch bleiben, nie auf. Das ist ein Fass ohne Boden. Da muss man wirklich, das muss eine Leidenschaft sein, sonst würde man das nicht Das ist wie machen. mit schönen Frauen, die muss man auch pflegen. Das stimmt, kann man Schöne auch vergleichen. Autos, So ne? ein E-Type, ne? Ist ähnlich, ja, mit einer schönen Frau hat man auch nur Theater. Das hast du jetzt behauptet. Also, da habe ich übrigens was gelesen von dir, ganz interessant. Im Playboy stand drin, dass Frauen geführt werden müssen, hast du gesagt? Ja gut, das ist so mit dem Augenzwinkern, aber es ist bestimmt ein bisschen was dran. Also wenn du, bei einer Frau muss man schon mal sagen, ey, da geht's lang. Weil sonst fangen die so ein bisschen an zu quengeln und werden dann irgendwann so, ja, also habe ich die Erfahrung gemacht zumindest. Wenn ich immer zu defensiv war, hat das zu nichts geführt. Also man sagt besser, heute machen wir einen Ausflug, wir fahren da und dahin, dann ist das klar, wird nicht so in Frage gestellt, dann ist alles gut. Wenn du jetzt anfängst, wollen wir? Nö, wollen wir dies? Nö, keine Lust. Also... Ja, ich höre schon, irgendwie ruft, glaube ich, gerade Alice Schwarzer an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sorgt so eine Aussage sorgt natürlich jetzt zu Hause für ein bisschen Diskussion. Warum auch nicht? Bist du schon mal in Stockholm gewesen? Ja, ist schon ein bisschen her, aber war ich schon. War sehr kalt. Ja, was uns beide tatsächlich sehr wundert, ist, wie man eigentlich den Stolz der schwedischen Marine sagen kann, dass das die Vasa ist, die nach wenigen Metern sinkt. Ja, die hätte ich schnell versteckt. Ne? Also Ich war da auch mal, ich habe das mal gesehen, ist echt imposant, aber schon verrückt, ne? Stapellauf und das ist direkt gesunken. Und das, wo das gleichnamige Knäckebrot noch so leicht ist. Ja. Siehst du? Da haben wir es doch wieder. Unglaublich. HP, ihr seid mega erfolgreich. Kritiker sagen trotzdem immer, ja, das ist so Kirmes-Techno, das ist irgendwie Musik, so muss man nicht ernst nehmen. Wie schön ist das eigentlich, wenn man unterschätzt wird? Ja, das habe ich schon oft festgestellt, das ist eigentlich ein Riesenvorteil, weil es gibt ja oft neue Bands, die haben so einen tierischen Hype, ne, werden so hoch gejubelt und dann haben die ein, zwei Hits und man hört nie wieder was. Bei uns war es eher umgekehrt, wir wurden am Anfang nur runtergemacht und das setzt bei mir immer so eine Energie frei, so nach dem Motto, jetzt erst recht, ich beweise es euch und dann... Ja, das ist eine unheimliche Motivation und man macht erst recht weiter. Und über die Jahre sind auch so diese Kritiker so ein bisschen verstummt. Man ist plötzlich hat in ganz anderen Zeitungen stattgefunden, anderen Medien. Und mittlerweile ist das eigentlich so ganz entspannt. So, heute in einer Woche Scooter live geht's los. Genau. Tourneeauftakt. The In Big Hamburg. Mashup in Hamburg. O2. Also Arena. richtig fettes Konzert. Alle Konzertdaten übrigens in Bremen sind es auch noch mal, gibt es zu finden auf unserer Internetseite ndr.de/das. HP Baxter ist noch bei uns auf dem roten Sofa, Sänger von Scooter. HP, deine Schwester Britt, ne, wohnt ja noch in Hannover, hat auch 2 Kinder. 3. 3 Kinder, Ja. sogar 3 Kinder. Bist glücklicher Onkel. Ja, ich habe ja selber noch keine Kinder, aber immerhin 3 Neffen, Nichten. Ja, aber was ist denn was ist denn los? Wie? Ja, aber Kinder, was ist denn los? Ich meine, Ich sag mal. fühle mich noch zu jung. Also nicht, dass du irgendwann mal sagst, wenn du nachts aufstehen musst mit dem Baby, ich fühle mich zu alt. Das ist Das natürlich... ist die Gefahr, aber Ja. warten wir mal ab. Gut, schön. In 2 Tagen hast du Geburtstag. 46? Ja, ja doch, 46. Ja. Was hast du dir gewünscht, können wir noch sagen? Irgendwie? Ach du, ich werde so oft gefragt, ich habe mir einen Schal gewünscht, weil ich verliere jeden Schal, wenn ich abends unterwegs bin. Ich hatte mal 10, jetzt habe ich noch einen. Die Schals werden fliegen beim Eröffnungskonzert von eurer Tour in Hamburg. Danke, dass du da warst.